Hallo zusammen, schön sind ihr wieder dabei. Heute nehmen wir mit auf die erste Etappe von der Via Gottardo von Liestal nach Basel. Die Richtung wird natürlich in die andere Richtung gehen, von Basel bis nach Chiasso. Die Wanderung ist gut 20 km lang und dauert 5 Stunden und 20 Minuten. Dabei leiten wir ungefähr 500 Höhenmeter durch und durch ab zurück. Die Wanderung fängt beim Bahnhof Liestal an im Basel-Land. Es hat eine super Morgenstimmung gehabt. Anschliessend laufen wir dann Richtung Psychiatrie von Liestal, wo es auch noch Tiersbeobachtung gibt. Anschliessend geht es leicht in die Höhe und in die Natur raus. Die ganze Wanderung ist sehr interessant und abwechslungsreich. Sie ist auch für Historiker sehr interessant und für Bahnfans. So hat es unter anderem mehrere Burgruinen unterwegs und man läuft am grössten Rangierbahnhof der Schweiz vorbei und einem der grössten von Europa. Die ganze Wanderung ist aber nicht eine mega schöne Wanderung, muss ich sagen. Also ich habe schon schönere Wanderungen gemacht. Es hat eher das Prädikat interessant als das Prädikat schön. Abgesehen von der Stimmung, die man jetzt hier auf dem Bild sieht. Und den Ausblick, den man teilweise hat auf Dörfer und Städte. Ein Prädikat, das auch recht gut zu dieser Wanderung passen würde, ist Natur und Technik. So laufen wir etwa ungefähr die erste Hälfte durch die Natur durch, so über eine Hügellandschaft. Und dann im zweiten Teil mehr oder weniger am Rhein entlang und an Bahnanlagen und Industriegebieten. Was dann eher für den Technikteil spricht. Rechts im Bild sieht man die Burgruine Neu-Schauenburg, wo wahrscheinlich im 11. oder 12. Jahrhundert gebaut worden ist. Die jetzigen Überreste stammen aus dem 13. Jahrhundert. Vermutlich sei die Errichtung der Burg am Ableger von der Durchesse von Rheinfelden zugeschrieben, die sich als Herren von Schauenburg bezeichnet hat. Da vorne sieht man den Wartenberg mit den 3 Burgruinen, hintere, mittlere und vordere Wartenburg. Die Burgen sind ungefähr im 12. und 13. Jahrhundert entstanden. Von oben da hat man einen herrlichen Ausblick auf die Stadt Basel und auf Muttenz, wo gerade unten dran liegt. Wartenberg gehört zu Muttenz. Anschliessend kommt der Abstieg nach Muttenz runter, wo es dann durch Muttenz durch Richtung Bahnhof geht. Nach dem Bahnhof Muttenz geht es dann über die Gleisanlage. Und hier haben wir einen Blick auf den grössten Rangierbahnhof der Schweiz und einen der grössten von Europa. Anschliessend geht es dann weiter zum Rhein. Und auch dort sieht man immer wieder Bahnanlagen. Hier umeinander und auch Basel und so gibt es mehrere Häfen.
Da sind etwa 12 bis 15% vom Güterumschlag von der Schweiz, also wo die Schweiz importiert, erreichen die Schweiz hier. Anschliessend geht es durch das Industriegebiet durch. Jetzt sind wir definitiv eher beim technischen Teil der Wanderung mit Industrieanlagen, die für Industriefans interessant sein kann. Nach der Industrielage kommt man dann wieder so in eine eher parkähnliche Landschaft, wo man am Rhein entlang läuft, Richtung Basel. Je näher man an Basel kommt, desto besser sieht man dann auch immer die beiden Rosttürme. Der grösste davon ist zurzeit das höchste Gebäude der Schweiz mit 178 Meter Höhe. Anschliessend geht es zum Bahnhof Basel. Der Bahnhof Basel ist bekannt für seine 2 Uhren, die in der Vergangenheit unterschiedliche Zeiten angezeigt haben. Mehr darüber erzählt euch Benedikt Meyer in seinem Video, das ich euch in der Beschreibung verlinke. Ich hoffe, ihr habt mit dem Video einen guten Einblick in die interessante Wanderung geben können. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mir würde es auch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video.